bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Jinhao Füllfederhalter vorstellen, und zwar den X350. Hier könnt ihr das sehen. Den hat mir Andreas geschickt, damit ich ihn euch hier vorstellen kann. Vielen Dank, Andreas, dafür, dass du mir den hast zukommen lassen, um den heute hier in meinem Video vorstellen zu können. Ja, wie immer will ich euch so ein bisschen den Füllfederhalter beschreiben. Ich glaube, zu Jinhao selber muss man nichts mehr sagen. Dann will ich natürlich Maße und Gewicht mit euch machen. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao X350. Und zum Schluss ziehen wir immer ein kurzes Resümee und ihr bekommt von mir eine Kaufempfehlung oder auch nicht. Ja, so hat mir Andreas den zukommen lassen in diesem Samtbeutelchen. Findet ihr bei hochwertigen chinesischen Füllfederhaltern, dass die Händler, wenn ihr den zum Beispiel bei AliExpress kauft, dass die den in solchen Samtbeutelchen verpacken. Dann werden wir den mal hier rausnehmen und den Samtbeutel mal nebenhin legen. Ja, so sieht er aus. Der Jinhao X350 ist ein relativ neues Modell von Jinhao. Klassischer Füllfederhalter, wie ihr hier seht. Schwarz-golden mit Metallapplikationen. Fasst sich sehr gut an, wirkt wertig in der Hand und ja, ist so ein klassisches Modell, wie wir einige auch von Jinhao kennen. Andreas hat mir gesagt, er hat für diesen Füllfederhalter 7,55 € bezahlt. Und insofern werden wir uns den jetzt mal genauer anschauen und mal gucken, was Jinhao da für 7,55 € auf die Reihe gebracht hat. Müssen wir hier noch mal ein bisschen mehr am Autofokus arbeiten. Okay. So, dann drehen wir als erstes mal die Kappe ab. Mal gucken, wie viele Umdrehungen wir brauchen. Eine Umdrehung. 1,5 Umdrehungen. Etwas mehr als 1,5 Umdrehungen und dann ist die Kappe ab. Okay, so schauen wir uns die Teile gleich mal an, die wir hier zutage befördert haben. Ihr seht hier schon Kunststoffgewinde auf Metallgewinde. Da habe ich immer so ein bisschen meine Bedenken. Beginnen wir mal mit der Kappe. Ja, klassisch, absolut klassische Jinhao oder auch, können wir hier nochmal ein bisschen reinziehen, oder auch klassische Füllfederhalter-Kappe. Kappenkopf rund, abgerundet, alles hier mit einer Innenkappe ausgekleidet, wirkt schwer, insofern denke ich mal unter diesem schwarzen Lack hier, das sieht sehr edel aus, könnt ihr hier ja auch sehen, da ist Metall drunter, hier auf dem Band der Kappe, so jetzt kann man es auch sehen, Jinhao ist wie so einpunktiert. Und hier hinten habt ihr die Modellnummer X350. Ja, sehr hochwertig sieht es aus. Mal gucken, was der Clip so kann. Ja, absolut funktional. Ist recht fest, aber wirklich sehr gut funktional. Kann man nicht meckern. Aber alles sehr hochwertig auch verarbeitet. Hier nichts scharf. Alles gut. Okay, ja, so viel zur Kappe. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter mal an. Hier ein typischer Jinhao Tintenleiter mit den Lamellen. Sieht sehr gut aus. Die Feder dürfte eine 6er Feder sein, schätze ich mal. Recht groß. Auch mit Jinhao, mit der typischen Kutsche gebrandet. Jinhao 18K gold-plated, also 18 Karat gold-plated. Wie immer wissen wir nicht so genau bei Jinhao, ob das jetzt die Feder ist oder ob die einmal hergestellt wird und dann immer wieder verwendet und mit gleichem Aufdruck verwendet wird. Aber sie sieht sehr gut aus, wie immer bei Jinhao. Die machen ja hervorragende Federn. Ist so eine Dual-Tone-Feder, ihr seht es hier, gold-silbern. Absolut spitzenmäßig. Finde ich immer wieder sehr, sehr schön. Die machen die auch für ganz günstige Füllfederhalter und dann sieht die Feder genauso gut aus. Deswegen bin ich eigentlich so von dem einen oder anderen Modell bei Jinhao schon richtig begeistert, weil da kriegt man echt viel Füllfederhalter für sein Geld. Ja, hier bemerkenswert das Griffstück. Das liegt auch recht gut in der Hand, wenn ihr das hier so seht. Das hat keine solchen Griffmulden, will ich es mal bezeichnen. Das finde ich, gibt dem Füllfederhalter ein wertigeres Aussehen. Also insofern, ihr kennt es vom X450,
ja, da ist es zum Beispiel so mit diesen Griffmulden, da wirkt es auch so ein bisschen kunststoffmäßig. Es greift sich dann auch so ein bisschen ab, wenn man den eine Weile benutzt hat. Also insofern finde ich das hier viel schöner. Dann schrauben wir nochmal auf, schauen uns das Griffstück mal genauer an. Ihr habt das auch nochmal abgepuffert mit so einem Silikonring, seht ihr hier. Ich habe den Konverter, der hier mit Jinhao gebrandet ist, den habe ich schon mit Tinte befüllt. Ich habe mich für Waterman Audacious Red entschieden. Und ja, will den jetzt hier auch nicht rausziehen, aber das ist schon mal sehr gut hier. Metallgewinde auf Metallgewinde, hier könnt ihr es sehen. Das, glaube ich, hält ewig. Ja, Griffstück selber sehr gut, nicht rutschig, wunderbar. Zur Feder haben wir schon so ein bisschen was gesagt. Tintenleiter haben wir auch schon angesprochen. Ist, wie gesagt, eine recht große Feder. Ja, sieht sehr gut aus, sehr wertig aus. Ja, zum Schaft, auch hier schwarz lackiert. Der Kopf nochmal hier oben mit so einem Metallring abgesetzt. Können wir nochmal einen Blick reinwerfen, sieht man nicht viel. Ja, alles sehr gut verarbeitet, wirklich sehr angenehm. Okay, bauen wir eine wieder zusammen und dann können wir gleich Maße und Gewicht machen. Wenn ich jetzt so hier in der Hand halte, dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen schärfer stellen, damit ihr hier auch was seht. Zack. So, wenn ich ihn so in der Hand halte, dann seht ihr, passt er ganz gut. Ist kein Riese, ist auch, ich sag mal, gerade so richtig. Kleiner dürfte er nicht sein. Da misst ihr 12,4 cm. Also das ist schon ganz gut. Und wenn ich jetzt ihn hier aufgesteckt verwende, das geht hier auch wunderbar, seht ihr hier, hält bombenfest. Und mit aufgesteckter Kappe misst ihr 16,2 cm. Und im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hinhalte, da misst er 14,1 cm. Befüllt mit Tinte mit dem Konverter wiegt er 32,9 Gramm. Das ist kein besonders schwerer Füllfederhalter, zumal das ja eine Metallkonstruktion hier ist. Aber ist auch kein Leichtgewicht, insofern völlig in Ordnung, wirkt wertig, sieht gut aus, klassisch. Gibt es ganz viele Modelle, die so ähnlich ausschauen. Ja, dieses bisschen Cigar-shaped, das ist ja auch der klassische Füllfederhalter. Also da hat auch Jinhao Konkurrenz im eigenen Hause. Okay, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Jinhao X350. Die Tinte ist Waterman Audacious Red. Die Feder ist eine M-Feder. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Ja, das konntet ihr schon ein bisschen hören, klingt gar nicht schlecht. Und jetzt machen wir den obligatorischen Schreibtest und ihr könnt wie immer ohne mein Gequatsche zuhören. Also man muss sagen, die Feder, ganz fantastisch. Jinhao, klasse Feder. Wirklich absolut weich. Ihr habt es gehört. Wenig Feedback, angenehmes Feedback. Ganz klasse gemacht. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Liegt auch vom Schreibgefühl her super in der Hand. Kann man überhaupt nichts Negatives sagen. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Dann machen wir mal schnelles Schreiben und schauen mal, ob er gleich da ist. Jo, sofort da.
Und ihr seht, kommt auch jederzeit mit. Versuchen wir verkehrt herum zu schreiben. Ja, geht auch. Gibt auch nicht zu sehr viel, allzu viel Feedback. Insofern würde ich sagen, ist wie eine F-Feder. Aber sehr, sehr angenehm. Muss ich auch sagen, selbst beim verkehrt herumschreiben, was ja manchmal schon das eine oder andere Problem aufwirft bei den Füllfederhaltern, die ich hier teste. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, ein bisschen Variation. Wenn ihr hier mal schaut und hier mal schaut oder hier und hier. Also ein bisschen Variation bekommt man hier in die Jinhao M-Feder schon ganz gut rein. Gucken wir uns nochmal den Tintenfluss an. Ja, Tintenfluss auch hervorragend. Aber ihr habt sie hier auch schon beim Schreibtest gesehen. Da passt alles gut zusammen. Okay, das war der Schreibtest und dann erzähle ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao X350. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao X350? So sieht er aus. Ja, also was mir gut gefällt, ist, dass er keine Griffmulden hat, weil ich finde, das wertet die Füllfederhalter von Jinhao manchmal so ein bisschen ab. Das sieht nach einer Zeit billig aus, weil sich auch dieser Kunststoff da abgreift. Und hier, ich schraube ihn nochmal auf, hier seht ihr das nochmal, keine Griffmulden am Griffstück. Das sieht einfach viel edler aus und vor allen Dingen auch hier für so einen edlen, ich sag mal, Füllfederhalter in dieser klassischen Form, Cigar-Shaped, in der Farbgebung schwarz-golden. Also das ist eigentlich perfekt, da gehören keine Griffmulden hin. Und es lässt den Füllfederhalter natürlich ohne diese Griffmulden viel edler wirken. Was mir sehr gut gefallen hat, ist diese Feder. Die war sehr weich, sehr angenehm zu schreiben, eine M-Feder. Vom Schriftbild her ganz klasse. Tintenfluss kam jedes Mal gut mit. Selbst verkehrt herumschreiben gab kein unangenehmes Feedback. Also muss ich sagen, wirklich wieder mal ein richtig guter Füllfederhalter. Jinhao, Leute, habt ihr richtig wieder gut gemacht. An der Stelle sei es wieder mal gesagt. Bekomme nichts von Andreas, ich bekomme nichts von Jinhao, dass ich euch den heute hier vorstelle, sondern geht einfach darum, dass ich euch hier mal ein Modell vorstellen möchte und da könnt ihr dann entscheiden, ob ihr euch solch einen Füllfederhalter zulegt. Und da will ich einfach einen kleinen Beitrag zu leisten, damit ihr das besser einschätzen könnt und euer Geld nicht verschwendet. Ja, wie gesagt, Andreas hat 7,55 dafür bezahlt. Ich finde, das ist ein angemessener Preis, weil er auch eigentlich keine negativen Eigenschaften hat. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ich habe es euch ganz am Anfang gezeigt, dass dieses Kunststoffgewinde auf ein Metallgewinde trifft an der Kappe. Ja, aber ob das wirklich dann dazu beiträgt, dass der Füllfederhalter nicht so lange hält, das ist ja nur eine Möglichkeit, dass es passieren könnte. Also ich würde es auch nicht überbewerten. Für 7,55 € und dann kommen wir auch gleich zum Resümee, bekommt ihr hier einen ganz hervorragenden Füllfederhalter. Und die Feder ist fantastisch. Wer auf klassische Füllfederhalter steht, hat hier eine Alternative. Na klar, der X350 ist nicht alleine, auch in dieser ganzen Form, in dieser ganzen Aufmachung. Da gibt es ganz viele, die ähnlich verarbeitet sind in China, aber auch in Europa. Da gibt es mit Sicherheit auch Konkurrenz, keine Frage. Aber die Feder ist hervorragend, der Tintenfluss ist hervorragend, Schriftbild ist schön, Feedback ist toll. Also ihr macht nichts falsch für 7,55 €. Ja, wie seht ihr das? Teilt es mir in den Kommentaren mit und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.